Was ist ein Mann? Was ist eine Frau? Was ist Männlichkeit? Was ist Weiblichkeit? Was ist Homosexualität? Was ist Heterosexualität? Und was ist all das, was von der Norm abweicht? Wir haben Judith Butler gelesen, weil sie über Identität und über Normen nachdenkt. Und weil sie eine Politik dieser Normen formuliert, die nicht von einer stabilen, ewig gültigen Identität ausgeht, sondern überhaupt keine Identität voraussetzt. Judith Butlers Texte geben uns ein Werkzeug an die Hand, um über die verloren gegangene Eindeutigkeit von Normen nachzudenken. Ich bin lesbisch, ja klar. Aber unterschreibe ich deshalb alles, was die Lesben- und Schwulenbewegung sagt? Bin ich immer in erster Linie Lesbe? Noch vor meiner Eigenschaft zum Beispiel als Frau oder als Jüdin, als Amerikanerin, Staatsbürgerin oder Philosophin? Das ist doch nicht meine einzige Identität. All das sind Gemeinschaften, denen man angehört. Oder eben nicht. Ich habe den Eindruck, dass wir auf der Reise sind. Ich jedenfalls bin es. I travel. I was born in Cleveland, Ohio. Ich bin in Cleveland, Ohio geboren. Meine Familie ist jüdisch. Meine Eltern waren politisch sehr interessiert und es wurde viel diskutiert. In der Schule war ich nie besonders gut. Ich war vielmehr das, was man ein schwieriges Kind nennt. Ich galt als undiszipliniert, weil ich den Lehrern Widerworte gab und mich nicht an die Vorschriften hielt. Außerdem schwänzte ich die Schule und machte lauter schreckliche Sachen. I would skip class. I did terrible things. And yet, Trotzdem muss ich auf gewisse Art sehr klug gewesen sein. Aber ich nahm mich selbst überhaupt nicht so wahr. Ich verstand mich eher als strategisch. Man musste durchkommen, sich irgendwie in der Schule und in der Synagoge durchlavieren. Und ich hatte etwas gegen Autoritäten. Als ich in der 5. Klasse war, wurde meine Mutter zum Direktor zitiert. Ich muss damals ungefähr 11 gewesen sein. Er warnte sie, ich könnte möglicherweise kriminell werden. Daraufhin durfte ich nicht mehr auf diese jüdische Schule gehen. Es hieß, ich könnte höchstens Privatunterricht beim Rabbi nehmen. Das fand ich ganz toll, weil ich diesen Rabbi sehr liebte. Ich schwänzte sogar den Hebräischunterricht, um den Rabbi reden zu hören. Er sprach über ziemlich außergewöhnliche Themen. Spoke about extraordinary things. Daniel Silver hieß er und er hat ein Buch über Moses geschrieben. Insgeheim war ich also sehr froh, dass ich gezwungen war, Privatstunden bei ihm zu nehmen. Er fragte mich, was ich lernen wollte. Und er war sehr misstrauisch, weil ich ja ein Problemkind war. Ich sagte ihm, ich wollte wissen, warum man Spinoza aus der Synagoge exkommuniziert hatte. Und ich wollte erfahren, ob es einen Zusammenhang zwischen der Philosophie des deutschen Idealismus und dem Aufkommen des Nationalsozialismus gab. Außerdem wollte ich Existenzialtheologie verstehen, mit 14. Okay, that's sort of my point of view. You could come back with another point of view, but that would be one way of answering the question. You would have to go into both texts and find the relevant passages. And that's your job, and that's something we're hoping you're able to do now by virtue of having passed through this course in the way that you have. If you want to say, I find myself moved by what Rousseau says, that's great. Then you have to say why. So, I'm moved because I'm persuaded, because look at the way this is laid out.
Because when I read this is what happens, and this is what convinces me, and this is the figure through which it works, and that figure works in the following way. Then I'm moved too. Then show me so I can be moved like you. Happy No Pants Day! I could be in space right now. Hey, No Pants Day! Hey, Happy No Pants Day! No, thank you. Are you sure this is No Pants Day? No. It's an international holiday. You need to leave right this minute because you're gonna be on television and you're gonna be in trouble, and I'm gonna tell your parents. I mean, I'm old enough to be on television without pants on. C'est la folie de Berkeley, n'est-ce pas? Sans culotte, nouveau sens de sans culotte. Pas révolutionnaire. Are you sure it's not revolutionary? Je pense que non. What's it in aid of? Just itself? Yes. I thought so. Bye, you guys. Sexuality is particularly interesting here because we might think that to be a certain gender is to have a certain sexuality, and that these two are linked in some way. But of course, we know that they are not linked. You can certainly be a woman and be heterosexual, bisexual, lesbian, or no sexuality at all. Oui, c'est possible. C'est finalement peut-être raisonnable. It is a problem for our gender. It makes us anxious about our gender. So, for instance, I have friends who say, I would rather die than wear a dress. Some of them are men, some of them are women. I would rather die than wear pants. I would rather die than wear pants. One says that one plays with gender. On joue la femme. On joue l'homme. I would say, yes, it's true, on joue, but it's not always a simple question of jouissance. It is also a question of jouissance. Very often, I love my pants, I love my shoes, I love my dress. C'est une jouissance très forte, très magnifique. But sometimes also it is an anxiety, an angoisse, a fear, une peur, a fear of loss, a loss of place, a loss of identity, right? So even when we have our identity and we play our identity, ça c'est mon identité, je joue mon identité, etc. Somewhere I know that it is possible to lose the identity. C'est possible de perdre une identité. C'est toujours possible. C'est toujours possible.